Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten, und Losli Badmöbel, Wiesachen, ihrem Partner für individuelle Badmöbeleinrichtungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Fenster zum Sonntag. Sie sind als Kind von einem Tag auf den anderen zu fremden Leuten gebracht worden, haben im Tag 14 Stunden arbeiten, oft in der Nacht ins Bett gebisselt und sind am Morgen für das verprügelt worden. Das Schicksal haben Zehntausende Verdingkinder in der Schweiz müssen erleben. Ihre Eltern waren arm, haben sich scheiden lassen oder sind bei der Geburt des Kindes nicht verheiratet gewesen. Darum haben die Behörden diese Kinder noch bis 1960 bei Pflegefamilien untergebracht. Der Lukas Eggenberg erzählt Ihnen eine Geschichte von 3 Personen, die das Schicksal erlitten haben. Elsa Schweitzer ist eines dieser ehemaligen Verdingkinder. 1935 in Basel geboren, lebt sie heute im Wallis. Sie packt wieder einmal die Koffer, wie schon so oft in ihrem Leben. Woher geht die Reise? Also auf Santiago de Chile mal fürs Erste und dann reisen wir noch ein bisschen umeinander, so 10 Tage und so. Und wir gehen die Tochter besuchen, meine andere Tochter und ich. Und ich freue mich riesig drauf, weil ich bin noch nie in Südamerika war. Bevor sie solche Reisen antreten konnte, hat sie schier Unfassbares erlebt. Ihre Mutter war erst 19, als Elsa unehelich zur Welt kam. Die Vormundschaftsbehörde sprach ihrer Mutter die Erziehungsfähigkeit ab und platzierte Elsa in einem Kinderheim und danach hier in Kienberg in einer Pflegefamilie. 50 Jahre war sie nicht mehr hier. Frau Schweitzer, was sind die ersten Erinnerungen, die euch jetzt kommen? Traurige. Ich habe nicht gedacht, dass mich das so hernimmt. Ich habe gemeint, ich hätte das verschafft. Was kommt noch in den Sinn? Ja, alles ganz Haufen. Wie eigentlich, dass ich viel gelitten habe, viel traurig war und ja, und halt eigentlich zu niemandem Vertrauen hatte. Und dass ich eigentlich nichts wert war, oder dass man mir das auch immer gesagt hat. 2,5 Jahre alt war Elsa Schweitzer, als sie den über 50-jährigen Pflegeeltern anvertraut wurde. Habt ihr eure Mutter, euren Vater hier mal gesehen? Also, ich habe gehört, dass mich die Mutter besuchen kam, als ich noch frisch da war, mit 2,5. Und dann haben sie via Vormund meiner Mutter verboten, dass sie mich noch besuchen durfte. Sie hat einen schlechten Einfluss auf mich, haben sie gesagt. Und der Vater, das habe ich erst viel später erfahren, ist immer wieder gekommen und war Gärtner und hat Pflänzchen gebracht für den Garten da. Und ich durfte aber nicht wissen, dass das mein Vater ist. Aber ich habe mich immer schön anlegen, damit es einen guten Eindruck macht, das weiße Schübeli und so. Und, Ihr habt nicht gewusst, warum? Nein. Ihre leiblichen Eltern sieht Elsa danach das ganze Leben nicht mehr. Die Behörden und Pflegeeltern verbieten es. Elsas Pflegeeltern verkauften das Haus in den 60er Jahren. Die heutigen Besitzer des Hauses trifft keine Schuld am Geschehen von damals. Da war die Ecke, wo ich dann mich verkrochen habe,
Wenn ich wieder gewusst habe, jetzt passiert es wieder oder jetzt wird ich wieder geschlagen und so, da habe ich auch nichts. Und ich denke, dass da die Nachbarn schon gehört haben, wie ich geschrauen habe. Hilfe von den Nachbarn kriegt sie keine. Bei jeder Gelegenheit schlägt die Tochter der Pflegeeltern zu, mit der Rute, dem Lederriemen. Wofür weiß Elsa nicht. Die Pflegeeltern streiten sich oft. Elsa hört im Nebenzimmer alles mit und denkt, es sei ihretwegen. Bis zum Ende der Schulzeit nässt sie jede Nacht ihr Bett. Die Wäsche wird deswegen nicht gewechselt. Kennt ihr noch etwas? Ja, also ich glaube, das war sogar noch mein Bett da, aber es ist so gestanden. Ja, das war mein Bett. Und zu dem Dachfenster aus habe ich amigs meine Bettnässertabletten vom Pfarrer Künzli aufs Dach rausgeschossen, weil die so grusig sind. Ja, und eben da durch die dünne Wand habe ich dann alles gehört, was da vorne gegangen ist. Und dass die Tabletten nichts nützen, habt ihr gespürt? ja, das habe ich gespürt, weil die nicht die Seele geheilt haben. Oder? Das hätte ich gebraucht, dass mir jemand zulässt, mit mir redet, mir meine Schuldgefühle auch wegnimmt. 60 Jahre sind seither vergangen. Elsa Schweitzer versteht bis heute nicht, weshalb sie ihre Eltern nicht kennen durfte. Ich finde es einfach schade um die verlorene Zeit. Und wo man die Eltern nicht gekannt hat, obwohl sie da waren und eigentlich Interesse hatten an mir. Ja, und heute reut mich das auch wegen der Geschwister, dass ich die nicht kennt als junger Mensch und erst mit 60 gelernt habe kennen. Das ist Willi Heiniger, auch er ein ehemaliges Verdingkind. Dieses kleine Waldstück in der Nähe von Huttwil gehört seit ein paar Jahren ihm. Herr Heiniger, arbeitet ihr gerne draussen im Wald? Ja, das ist das Gesündeste, was man machen kann. Ich habe eigentlich gerne im Wald gearbeitet, schon gäng. Und ja, wenn es ein bisschen geht, zu jeder Wetterzeit. Also Wetter spielt keine Rolle. Wenn es nämlich regnet oder schneit, ist es schön. Es ist schön still. Aber dann arbeite ich meistens nicht. Dann laufe ich ein bisschen Zeug rum und schaue dann, was etwas zu machen wäre. Und nehme jetzt 9. Ich nehme abends einen Kaffee noch. Und ein bisschen Brot, manchmal sogar Wurst. Willi Heinigers Geschichte hat nicht so idyllisch begonnen. Geboren ist er 1932. Er lebte mit seiner Familie in diesem Tagelöhnerhaus, etwas außerhalb von Huttwil. Welches war euer Zimmer? Das war das Garten. Das Zimmer haben wir dann nicht gesehen. Garten, da haben der Bruder und ich geschlafen. Und da war ein Hotel. Dort haben die Schwestern geschlafen. Und hier in der Stube war ein grosses Bett, da haben Vater und Mutter geschlafen. Jahrzehnte sind vergangen, seit er das letzte Mal in seinem damaligen Zimmer war. Hier erinnert er sich an den Tag, der sein Leben für immer verändern sollte. Und nach dem Schulschluss wollte ich ins Lädchen unten suchen, ein Brot kaufen für heimzunehmen. Und die Frau war eine ältere Frau, die das geführt hat, eine Filiale, eine Ablage von einer Bäckerei. Hat mir das Brot gegeben und eingeleiert und gesagt, das kostet dann nichts. Weil ja, jetzt hat es ja nötig, wenn die Mutter nicht mehr heimkommt. Dann habe ich gewusst, das ist nicht gut. Und da bin ich möglichst allen voran heim
hierher. Und als ich hier unten am Haken nachgekommen bin und zum Haus suchen, ist der Vater schon von außen gestanden. Er hat nichts sagen. Ich wusste, was passiert ist. Die Mutter gestorben. Willi ist damals 13 Jahre alt. Unter dem Birnbaum vor dem Haus trauert er jeden Abend um seine Mutter. Sie starb nach der Geburt des 6. Kindes. Willis Vater war Maler. Sie hatten kaum genug Geld zum Leben. Die Fürsorgebehörde beschließt, die Familie aufzulösen und schickt eine Delegation ins Haus. An diesem Ofenloch in seinem Zimmer hört Willi die Männer reden. Einer will ihn, den Ältesten. Die Mädchen, die will keiner. Plötzlich hat einer gesagt, ja, natürlich nicht gesehen, wer. Ich habe die Stimme gehört. Ja, wir können hier los oder eben würfeln. Dann würden wir uns vielleicht so einig, wer es nimmt. Und das habe ich gehört. Und dann bin ich vorgeschnockt zum Loch und runtergeschaut und runtergerufen, aber würfeln, Kind. Das gibt es nicht. Dann machen wir jetzt also am Vater und uns nicht runter. Es gibt eine Geschichte, die sie einmal gewürfelt haben, um etwas. Und das wisst ihr selber. Mit dieser Geschichte meinte Willi die Verlosung der Kleider von Jesus. Das saß. Einer in der Delegation galt als besonders fromm. Die Familie blieb vorerst zusammen. Auch Elsa Schweitzer kämpft mit den Auswüchsen von heuchlerischem Glauben. Mit ihrer Pflegemutter muss sie zweimal pro Tag in die Kirche. Fast 10.000 Mal sei sie in dieser Kirche gewesen, hat sie ausgerechnet. Ein Erlebnis bleibt ihr in besonderer Erinnerung. Ein Junge neben ihr sorgte für Unruhe. Dann hat der Pfarrer natürlich gedacht, ja, das war wieder die gewesen, logisch. Und hat mich ganz fest am Ohr gerissen, dass es also da eingerissen hat. Und dann bin ich aber aufgestanden, weil ich mir das dann gleich nicht gefallen und bin davon gelaufen. Was ist dann passiert? Und dann am Abend hat mich der Pfarrer im Rosenkranz hier zum Bankhaus geholt und habe ich eine halbe Stunde bei ihm dort am Boden, also im Gang knüllen, während dem ganzen Rosenkranz. Das war die Strafe. Was habt ihr Erlebnis mit eurem Glauben gemacht? Ja, die haben ihn vernichtet. Also, es ist nicht so, dass ich nicht glaube. Ich glaube an ein Universum, aber ich gehe nicht mit Kirche. Das ist vorbei. Das ist Elisabeth Götz. Auch sie ist ein ehemaliges Verdingkind. 1949 ist sie in Passow geboren. Heute lebt sie in Rheinfelden. Elisabeth hat 12 Geschwister. Sie sind bettelarm. Die Eltern streiten oft, lassen sich scheiden. Ein Teil der Kinder muss weg. Eigentlich sei es gut gewesen, von zu Hause wegzukommen, sagt sie. Doch die Art und Weise ist unfassbar. Wielen bei Neunvorn im Thurgau. Neunvorn war der Heimatort von Familie Götz und musste der verarmten Familie einen Pflegeplatz suchen. 8 Jahre alt war Elisabeth damals. Also die stärkste Erinnerung ist schon, wo meine Mutter mich abgegeben hat, dort das einfach eigentlich abgestellt hat. So wie man einen Abfallsack abstellt. Sie hat mich dort angebracht. Wir haben ja von nichts gewusst. Sie hat nicht mit uns geschwätzt. Wir haben also gar nichts gewusst, wir Geschwister, die weggekommen sind. Und sie hat mich dann dort angebracht. Und irgendwann, als ich ein bisschen abgelenkt war, ist sie verschwunden. Dann habe ich natürlich angefangen zu brüllen. Und ich habe mich dann auch geweigert, etwas zu essen, weil ich wieder heim oder ich wollte wieder zurück und eigentlich gewartet, sie kommt wieder. Die Mutter kommt nicht mehr zurück. Erst 5 Jahre später, bei der Hochzeit ihrer Schwester, trifft sie wieder. Also Muttergefühl habe ich sicher nie gehabt. Aber da habe ich auch irgendwie die Nähe nicht vertraut für ihr. Also ich hätte nicht wollen, wenn sie mir so auf die Bangen küssen, also einen Kuss auf die Backe geben oder so, dann hätte sie mir so
gestreckt. Also ich wollte das nicht wollen. Das hat mich richtig geekelt. Bei der Pflegefamilie ist sie nicht willkommen. Einmal schüttet der Bauer absichtlich Gülle über sie. Anstatt Trost kriegt sie von der Pflegemutter Prügel für die versauten Kleider. Noch in Passuk lernte die kleine Elisabeth ein Gebet auswendig. Sie hatte es in der Schule erhalten. Sie spricht mit Gott wie mit einem Freund, klagt ihm ihr Leid. Man tut sich als Kind natürlich nicht so überlegen, was bewirkt das. Aber es hat dann einem einfach in der Situation geholfen und ich bin wieder ruhig geworden und habe mich auch wieder freuen dann an irgendetwas, an Pflanzen oder an Bäume oder an Tiere oder irgendetwas. Mit der Pflegegroßmutter darf Elisabeth ab und zu in die Sonntagsschule ins Nachbardorf. Schon der Weg mit ihr zu gehen, war wirklich ein Highlight. Ich durfte so richtig frei herumkumpen, bin im Feld herumgesprungen. Und sie war eine sehr liebe Frau. Heute kommt sie mir vor, wie wenn es einfach ein Engel gewesen wäre in dieser Situation. Und auch in der Sonntagsschule habe ich das auch sehr positiv erlebt. Die Lieder, die wir gesungen haben, die Sonntagsschullehrer war sehr liebe, die einem auch Wärme vermittelt hat und Freude, also einfach angenommen sein. Das war vielleicht auch das, dass man gewusst hat, jemand gibt es doch noch, der einem annimmt, der einem mag, der einem gern hat. Oder? Es sind jedoch kurze Lichtblicke. Elisabeth ist jetzt 10 Jahre alt. Ohne informiert zu werden, muss sie ins Nachbardorf Pfarrhof zu einer neuen Familie. Eine Fürsorgerin sieht sie nie. Heute leben andere Leute hier. Bei den damaligen Pflegeeltern findet sie keine Geborgenheit. Im Gegenteil, der Bauer und ein Onkel der Pflegemutter belästigen sie sexuell. Hat er auch das Gefühl, dass sich das prägt hat für die späteren Jahre? Ja, auf jeden Fall, weil es ist natürlich nicht das Einzige. Ich meine, ich habe Übergriff daheim erlebt, ich habe Übergriff auch nachher erlebt bei den anderen. Das war natürlich sehr prägend. Also ich hatte panische Angst vor Heiraten, panische Angst vor Nähe. Und das konnte ich wirklich erst auch erkennen, als ich dann einmal Therapie gemacht habe. Und ich dann gemerkt habe, dass ich nie fähig, also ich habe es immer gespürt innerlich, dass ich nicht fähig bin, eine Partnerschaft zu leben. Und habe das auch nie wollen. Ich wollte immer eigentlich ein Kind, aber kein Mann. Diese Erlebnisse liegen wie ein Schatten über ihrem weiteren Leben. Nachdem Willi Heiniger und seine Geschwister noch ein paar Monate beim Vater leben konnten, kommen auch sie zu Pflegeeltern. Willi auf diesen Hof etwa 2 Kilometer entfernt von seinem Zuhause. Was habt ihr hier oben arbeiten? Da habe ich aber die kleinen Säuerherdöpfchen gewaschen, gestunkert und gewaschen und sie rausgenommen mit einer so Schaufel und dann hat es weggemacht für den Herdöpfeldämpfer. Und dann musste ich schauen, dass sie links sind und das Weg für das Säufutter. Wo waren die Zäune? Die Zäune waren hier hinten. Auch hier hinten hatte es Zeug. Meistens habe ich hier aufgetan, aber wir konnten hier das kleine Türchen auftun. Dann waren die hier hinten. Jetzt ist es schön Stroh wieder frisch. Willi trifft es gut. Er darf zur Schule und muss nicht wie andere spät am Abend Aufgaben machen. Er hat ein eigenes Zimmer. Geschlagen wird er nie. Da hatte ich es also gut. Sie haben gut zu mir geschaut. Ich hatte nur zu essen. Sie haben mir die Wäsche gemacht. Und was nötig war, sind mir sogar bei den Aufgaben geholfen. Klar, ich musste schon dran sein, aber das ist ja vielleicht das Gute für die Zukunft. Es hat ihn starken. Willi fühlt sich angenommen und verstanden bei den Bauersleuten. Trotzdem vermisst er den Vater und die verstorbene Mutter, sorgt sich um die Geschwister. Seinen Vater besucht er bis zu dessen Tod regelmäßig. Viel Zeit verbringt er bei den Kühen, sinniert über seine Situation und die der Geschwister. Sein Bruder hat es nicht gut getroffen. Willi darf mit Hilfe seines Oberstufenlehrers eine Mechanikerlehre beginnen und sein Bruder an seiner Stelle auf den Hof.
Elsa Schweitzer macht nach der Schulzeit ein Haushaltslehrjahr auf einem Bauernhof hier in Nebikon. Zum Hof zurück will sie mit uns nicht. Die Frau sei lieb gewesen und der Sohn, der jetzt den Hof führt, könne für die Geschehnisse von damals nichts. Dafür war der Bauer hinter ihr her. Ich bin gerade etwa 2 Wochen dort. Dann musste ich mit ihm Matratzen zum Knechtenzimmer holen, zum Sündeln, also zum Frühlingsputzen zu machen. Und dann hat er mich gerade aufs Bett geschmissen und ist auf mich aufgelegt, deutsch gesagt. Zur Vergewaltigung kommt es nicht. Missbrauch der Kinder war üblich. Der Bauer bedrängt sie mehrmals. Elsa Schweitzer weicht ihm immer wieder aus. Mit der Zeit lässt er die Finger von ihr. Das ist für sie wie ein Sieg. Elsa gewinnt an Selbstständigkeit, schafft es trotz massiver Gegenwehr der Fürsorgerin, Kindergärtnerin zu werden. Ein Ehepaar aus Olten, bei denen sie kurz lebte, finanziert ihr die Ausbildung. Sie kehrt an den Ort zurück, wo sie vor 50 Jahren ihre erste Klasse begrüßte. Offenbuch, Offenbuch. Guten Tag. Grüezi, Frau Müller. Ja. Schön, dass Sie kommen. Ja, danke vielmals, dass wir vorbeikommen. Grüezi miteinander. Hallo. Hallo, ja. Grüezi, ja, gell. Du, schau mal, du hast den See gemacht, oder wer? Schau mal, da hat es noch etwas für den See. Frau Schweitzer, wenn ihr da die Kinder so mit ihnen spielt, trauert ihr manchmal eurer verpassten Kindheit nachher? Ja, ein bisschen schon. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das hat mich nie ganz verloren. Ich bin auf eine Art ein Kind geblieben. Und ich kann irgendwie manchmal immer noch so kindisches Zeug machen. Also, eben wie gesagt. Also ich denke, das hat mir schon geholfen, die Jahre im Kindergarten hat mir geholfen, um etwas aufzuholen, das ich verpasst habe. Später heiratet Elsa Schweitzer. Auch das hilft ihr, ihre Kindheit zu verarbeiten. Darf ich zu dir sitzen? Ja. Danke. Auch Elisabeth Götz wollte Kindergärtnerin werden. Dieser Weg blieb ihr verwehrt. Die Fürsorge verhinderte es. Sie wird Pflegerin. Wegen einer Hautallergie wechselt sie in einen Bürojob. 2-mal wird sie schwanger. Das erste Mal bekommt sie eine Tochter. Beim 2. Mal entscheidet sie sich für einen Abbruch. Ich war dann daheim und dann ist so Tauben an die Fenster geflogen und die Tauben ist dann so beschonnen worden von der Sonne und die haben ja so rote Hälse und dann ist das so richtig von der Sonne dann noch angescheint worden und dann habe ich gesagt, so und jetzt hast du Blut am Hals. Und das ist irgendwie, hat sich dann das geäussert in ganz anderen Art, also ich habe mich immer entschuldigt und gesagt, das war schon viel besser für das Kind und das war schon wirklich der beste Weg. Aber das sind Sachen, die ich mir einfach im Kopf gesagt habe. Obwohl Arzt und Schwester ihr zum Abbruch geraten hatten, kommt sie damit nicht klar. Sie arbeitete damals in einer Buchauslieferung. An einem Wochenende liest sie in einem Buch über Jesus, über Vergebung und Versöhnung. Von mir aus selber bin ich auf die Knie und habe gesagt, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe und dass das Kind das Leben lassen wegen dem. Und von dort weg war eine Verwandlung und das ist also innerhalb Sekunden ist das die Belastung von der Nervosität, von diesen Aggressionen, die ich auch gegen meine Tochter hatte, die sind weg gewesen. Elisabeth Götz besucht Gottesdienste, vertieft ihren Kontakt mit Jesus. Er hat dann wie ein Seelenfenster aufgetan, wo ich dann einmal wieder eine andere Perspektive gekriegt habe, wo ich dann angefangen habe, eben meine Mutter zu sehen, die Situationen zu sehen, die Pflegemutter, ihre Situation zu sehen. Und ich konnte dann einfach sie verstehen. Ich will sie nicht entschuldigen, es war nicht richtig, was sie gemacht haben, aber ich kann es verstehen, ich weiss nicht, wie ich gehandelt hätte, wenn ich in diesen Situationen gewesen wäre.
Nach diesem Erlebnis sieht sie ihre Mutter regelmäßig. Sie holt vieles nach, wird Kauffrau, arbeitet ihre Kindheit in einer Therapie auf und entdeckt ihre Leidenschaft für griechische Tänze. Willi Heiniger wurde also Mechaniker. In der Werkstatt eines ehemaligen Arbeitskollegen wagte sich wieder an die Maschinen. Mit dem kleinen Lohn, den er damals verdient, zahlt er die Fürsorgekosten für sich und seinen Bruder zurück. Das sei Ehrensache, sagt er. Das ist fast wie ein gutes Menschen. Willi hätte nach Brasilien auswandern können. Doch er lernt die Schneiderin Ida kennen und bleibt in der Schweiz. Seit über 50 Jahren sind sie verheiratet. Mit welcher Bockbenzin drin? Ja, oder zum Beispiel. Du hast mir aber eine Suche gebracht. Da kann ich mal jetzt gehen, weiterfahren. Ja, das ist nicht zu danken, du hast gegessen. Ja, mal. Ja, also. Also, ja, Aber passt auf mit dem Gärtchen. ja. Auch beruflich lief es gut. Er besuchte eine Handelsschule, arbeitete mehr als 30 Jahre in der Geschäftsleitung einer großen Baufirma. Heute nimmt er es ruhiger. Was hat euch das Arbeiten geholfen jetzt in Bezug auf eure Zeit als Verdingkind? Das habe ich ja vor allem dort gelernt, zu arbeiten. Und ein bisschen müde zu sein, das gilt ja nicht. Da muss man tragen. Also man muss Kraft haben und Kondition haben, wie sie heute sagen. Und das für die Arbeit, die vorsteht, da können wir es machen. Elsa und Anton Schweitzer machen ihr Haus im Wallis winterfertig. Die beiden lernten sich an der Fasnacht kennen. Ihre damals scheue Art zog ihn an. Sie entwickelten sich zum eingespielten Team. Elsa wird angefragt, Sprachheilkindergärtnerin zu werden. Und wo die Anfrage kam, und ich gemerkt jetzt, sie zaudert wieder und dann sagt, nein, ich kann das nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, du kannst das. So habe ich die Ausbildung gemacht und ich bin so froh, weil die hat wirklich auch die Ausbildung bis Selbstbewusstsein sehr stark prägt. Das habe ich noch nicht gesehen. Zuvor heirateten sie in Nigeria. Anton arbeitete dort als Lifttechniker. Sie lebten lange Zeit im Ausland, haben sehr viel erlebt. Das ließ Elsa ihre Vergangenheit etwas vergessen. Oh ja, wie viel ist das? Und sie haben 3 Töchter. Claudia begleitet sie heute mit nach Chile. Sabine kommt zur Verabschiedung und schon bald treffen sie die jüngste Tochter Andrea, die in Chile auf sie wartet. Frau Schweitzer, was habt ihr euren Töchtern mit auf den Lebensweg gegeben? Also ich wollte vor allem, dass sie selbstständig werden, dass sie sich wehren können. Und ich kann hoffentlich meinen Humor mitgeben, den ich dann doch noch entwickelt habe. Ciao! Tschüss! Hallo, grüezi. Diese 3 Verdingkinder haben es geschafft, ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Viele andere nicht. Einige sprechen bis heute nicht darüber. Bis 1960 wurden in der Schweiz Kinder verdingt. Es waren Zehntausende. Weitere Informationen zum Thema Verdingkind finden Sie auf unserer Homepage sonntag.ch. Dort können Sie uns auch gerne Ihre Meinung zur Sendung schreiben. In einem Forschungsprojekt der Uni Basel sind 300 Gespräche mit ehemaligen Verdingkindern geführt worden. Ausschnitte davon sind zu hören in der Ausstellung «Verdingkinder reden», die bis zum 28. März im Historischen Museum in Basel gastiert. In einer Woche begrüßt Sie Rudi Joseran zu einem Tag mit dem Thema «Geschenke aus dem Schuhkarton». Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Machen Sie es gut und denken Sie daran, Hausüberzeugung, Fenster zum Sonntag. Ade miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Und Losli Badmöbel, Wiesachen, Ihrem Partner für individuelle Badmöbeleinrichtungen.